Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wie gewohnt nehmen wir dich mit in unseren Vanlife-Alltag. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Tag. Wir werden direkt schon mit so einem geilen Sonnenaufgang belohnt. Was ist das bitte für ein geiler Job, wenn du morgens mit deinem Traktor über den Strand fährst, bei der Aussicht und bei dem Sonnenaufgang. Ein Espresso am Meer. Was will ich mehr? Ich bin mega dankbar. Es ist einfach brutal schön. Mit den Palmen, mit den Vögelchen, die zwitschern. Ja, und diese Aussicht und dem Wetter. Das ist schon brutal geil. Und ich bin jetzt, Mitte Januar, so weit, dass ich bei dem Wetter noch mehr Bock auf richtig fett Sonne habe. Das heißt, Wir müssen weiter in den Süden. wie geht das denn noch weiter als hier? Tja, in Spanien wird das schwierig. Vielleicht müssen wir unsere Reiseroute weiter fortsetzen. Auch ein Grund, warum wir uns hier so wohlfühlen, ist die spanische Nachbarin. Die hat uns einfach richtig große und übelst leckere Zitronen geschenkt. Guckt mal, wie geil frisch die aussehen und wie die riechen. Wir haben eben auch schon Zitronenwasser gemacht und es schmeckt echt richtig lecker. Sauer macht lustig. Schmeckt übelst geil. Ah, noch was. Heute habe ich zum ersten Mal dieses Jahr tatsächlich Brot gebacken. Und zwar ein Sauerteigbrot, aber es ist ein Experiment, weil ich habe keine Mühle benutzt, sondern habe einfach fertiges Hafermehl und Reismehl benutzt. Und so soll das Brot möglichst wenig Gluten haben, weil dann nur im Sauerteig ein bisschen Gluten drin ist und vielleicht im Hafermehl. Man weiß es nicht so ganz. Ich schneide jetzt das Brot an. Aber es ist nicht so formstabil, wegen dem Reis. Ah, geil. Also Fazit, das Brot ist richtig gelungen. Ich bin selber überrascht, dass das mit dem Sauerteig so gut geklappt hat. Auch von dieser Struktur. Geschmacklich ist es auch sehr geil, aber eher leicht. Ich bevorzuge eher deftig und schwer beim Brot. Aber mega nice. Hier, probier du mal. Was gibst du von wie viel von 10? Eine 10. Was? Eine 10 von 10? Echt? Krass. Dankeschön. Wir werden auf jeden Fall in den Supermarkt düsen, weil wir brauchen noch ein paar Kleinigkeiten, vor allem Trinkwasser. Hier in Spanien ist die Wasserqualität nämlich echt nicht so geil. Zum Spülen und Zähneputzen geht's und zum Tee kochen und Kaffee kochen auch. Aber ich würde das Wasser nicht trinken, weil das schmeckt nach Schwimmbadwasser. Und wir machen einen Ausflug nach Malaga. Es ist so schön hier. Ich fühle mich hier richtig wohl. Wo müssen wir denn reingehen? Weiter. Sicher? Noch voller ging der Wagen auch nicht, oder? Das war so nicht geplant. Einkaufen war sowas von erfolgreich. Vor allem, wir haben einfach 3 Liter ungefiltertes Olivenöl. Und ich glaube, in der Qualität, wenn wir das in Deutschland kaufen würden, wäre allein das Olivenöl so teuer wie heute unser ganzer Einkauf. Schon krass. Ich bin auf jeden Fall happy und kann es kaum erwarten, das hier mal zu probieren. Viele, finde ich auch spannend, finden das ja irgendwie ein bisschen abstoßend, wenn sich unten oder sowas absetzt. Aber bei den meisten Produkten ist es tatsächlich so, dass durch das Absetzen es ein Prozess ist, dass es nicht gefiltert ist und damit hochwertiger ist. Es gibt viele Beispiele, das Hefeweizen zum Beispiel, Apfelessig wäre so ein Beispiel. Ja, generell alle Biersorten, die ungefiltert sind. Bei Malzbier ist es auch so und bei Rotwein ist es auch so.
So, das war easy. Wir haben einen richtig entspannten Parkplatz direkt am Hafen bekommen. Und von hier ist die Innenstadt sogar gar nicht so weit weg. Hinten sind diese riesigen, schönen Containerschiffe und auf der anderen Seite ist der Beach. Wir machen uns jetzt erst auf in die Stadt, aber das Schöne ist, die Lichter kommen raus und ja, es ist gerade noch in der Dämmerung. Das heißt, einiges können wir auf jeden Fall noch mit der Kamera festhalten. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir morgen einfach das Ganze nochmal im Hellen uns anschauen. Ja, genau. Ich würde sagen, wir legen mal los, oder? Let's go! Das sieht so schön aus, ne? Wir sind noch nicht mal richtig in der City, sind nur vom Hafen Richtung Stadt gegangen, sind kurz davor. Und ich würde sagen, ich glaube, da kann ich für dich mitsprechen, oder? Komplett begeistert bis jetzt von Malaga. Ja. Wisst ihr, was richtig crazy ist? Wir haben ja vor 2 Jahren ehrenamtlich gekocht für junge Freiwillige, die ins Ausland gegangen sind. Und wir treffen uns gleich mit 2 von denen. Deswegen verabschieden wir uns auch an dieser Stelle. Und sehen uns dann morgen wieder. Bis morgen. Boah Leute, ich sag's euch, die Hütte brennt. Es war so easy, einen Parkplatz zu finden, aber heute am Samstagmittag absolute Katastrophe. Und ich habe Zeitdruck, weil ich will im geilen Markt auf jeden Fall richtig frischen, geilen Fisch kaufen. Wir stehen jetzt hier relativ nah am Stadtzentrum auf dem Streifen für Leute, die was ausladen wollen oder einladen wollen. Folgender Plan. Anna macht sich jetzt fertig. Ich step schnell zum Markt, weil der bald zumacht. Hol geilen Fisch. Komm wieder. Wir haben hier einen Warmlinker an. So, der gute Rude ist hier schön am Hafen geparkt. Gehe ich mal schnell auf die Suche nach meiner Traumfrau. Ja, Anna hat ja ein bisschen Fußleiden, weil wir so viel gegangen sind in den letzten Tagen. Irgendwie ist da der Schlendrian drin und deswegen haben wir sie vorne abgesetzt. Auf jeden Fall war ich gerade richtig dumm unterwegs, beziehungsweise ist mir der Stress überkommen. Denn fremde Stadt, viel los und als wir gestern hingefahren sind, war es so easy, kein Verkehr, direkt einen Parkplatz gefunden. Ja, das sind diese Momente, wo ich mich im Auto auf jeden Fall komplett immobil fühle und das, obwohl das Auto ja eigentlich ein Stück weit die Mobilität geben soll. Aber trotzdem richtig unnötig, vor allem das Unnötigste an der Sache ist da meine Reaktion, weil ich dann auch pumpig gegenüber Anna werde, obwohl sie überhaupt nichts mit meinem Stress beim Fahren zu tun hat. Wir selbst können halt immer dafür sorgen, wie wir auf etwas reagieren oder an wem und wie wir unsere Emotionen oder unseren Stress dann wieder abbauen. Und das war bei mir auf jeden Fall eben völlig fehl am Platz, weil ich auch Anna dann leider angepumpt habe. Aber gut, wieder was gelernt. Ich glaube, ich habe Anna gefunden. So, let's go. Ja. Schön. Freut mich. So riesig hier, man verläuft sich immer. Links lang. Dadurch, dass der Boden so hell ist, reflektiert das richtig mit der Sonne. Anna filmt gerade die Taube Number One.
An dieser Stelle und an diesem wunderschönen Hafen beenden wir das heutige Video. Und ja, wir würden uns sehr, sehr freuen, wie immer, über ein Abo, ein Like und ein Kommentar. Jeden Mittwoch kommt die Health-Episode raus. Schaut gerne mal vorbei. Und sonst sehen wir uns wie gewohnt jeden Sonntag in unserem Alltag wieder bei der Road Story. So. Tschüssi! Ciao!